Willkommen bei So You. Ich bin Jen und wie du vielleicht bereits gemerkt hast, liebe ich Weihnachten. Deshalb gibt es auch dieses Jahr wieder ein weihnachtliches Tutorial. Dieses Mal zeige ich dir, wie man diesen süßen Weihnachtshut ganz einfach selber nähen kann. Dazu brauchst du nur weißes Fell, roten Stoff und Faden. Das Ganze geht extrem schnell und ist sehr einfach. Also, los geht's! Als erstes machen wir gemeinsam das Schnittmuster. Nimm dazu ein großes Stück Papier und zeichne eine lange, gerade Linie. Mess auf dieser Linie 42 cm ab. Zieh nun sozusagen eine Zirkellinie mit 42 cm Abstand vom Zentrum entfernt. Miss nun deinen Kopfumfang. Meiner ist ca. 55 cm. Rechne zu deinem Kopfumfang jetzt plus 7 cm dazu. Das beinhaltet die Bequemlichkeitsweite und die Nahtzugaben. Miss nun diese Strecke auf dem Kreisbogen ab. Bei mir sind es jetzt 62 cm. Verbinde nun den Endpunkt mit dem Zentrum. Und schon hast du dein Schnittmuster für den roten Stoff. Zeichne nun ein Rechteck, das 18 cm hoch ist und so lang ist wie dein Kopfumfang plus die 7 cm. Also bei mir wiederum 62 cm lang ist. Zeichne zuletzt noch einen Kreis, der einen Radius hat von 11 cm. Alle diese Schnittmusterteile beinhalten bereits eine Nahtzugabe von 1 cm rundherum. Schneid nun das Rechteck und den Kreis aus einem weißen Stoff aus und das Dreieck aus einem roten Stoff. Falls deine Stoffe ausfransen, empfehle ich dir, sie gleich rundherum mit einem großen Zickzackstich zu versäubern. Leg die beiden langen Nähte aufeinander mit der schönen Stoffseite gegen innen und steck sie so fest. Fädle deine Maschine mit einem roten Faden ein und nähe diese Strecke jetzt mit 1 cm Abstand von der Kante entfernt zusammen. Vergiss nicht, die Stiche am Anfang und am Ende zu sichern, indem du ein paar Stiche rückwärts und dann wieder vorwärts nähst. Wenn du fertig bist, schneid die Fäden ab. Lass dich nicht verwirren, dass ich 2 Nähte in meinem Stoff habe. Ich habe diesen Hut aus Stoffresten gemacht und musste deshalb das Schnittmuster etwas zerstückeln. Leg die beiden kurzen Kanten des Rechtecks aufeinander, ebenfalls mit der schönen Stoffseite gegen innen. Und steck sie so fest. Fädle deine Maschine mit einem weißen Faden ein und nähe diese Strecke jetzt mit 1 cm Abstand von der Kante entfernt zusammen. Sichere auch hier am Anfang und am Ende deine Stiche. Schneid die Fäden danach ab. Kehr den roten Stoff von innen nach außen. Leg den weißen Stoff in die Hälfte, dass die beiden langen Strecken aufeinandertreffen. Leg nun diese beiden Kanten genau aufeinander und steck sie so fest.
Stell auf deiner Nähmaschine die größtmögliche Stichlänge ein. Nähe nun diese Strecke einmal rundherum fest mit einem kleinen Abstand zur Kante. Ich verstelle dazu immer meine Nähnadel so weit rechts wie möglich und führe dann die Kante des Stoffes genau an der Kante des Nähfüßchens entlang. Leg nun den weißen Stoff um den roten Stoff und steck die beiden langen Kanten zusammen. Nähe diese Strecke nun 1 cm tief zusammen und vernähe auch hier die Fäden am Anfang und am Schluss. Wenn du fertig bist, schneid die Fäden ab. Wenn du das Fell jetzt nach unten klappst, siehst du, dass der Hut schon fast fertig ist. Es fehlt nur noch die weiße Kugel. Schneid einen langen weißen Faden ab, halbiere ihn und fädle ihn auf eine Nähnadel. Stich am Rand des weißen Kreises ein und wieder aus, zieh den Faden durch und geh mit der Nähnadel durch die Schlaufe am Schluss. Zieh dann den Faden an. Nähe nun den ganzen Rand entlang. Stich dazu immer wieder rein und raus. Wenn du am Anfangspunkt angekommen bist, kannst du damit aufhören. Zieh nun vorsichtig am Faden und du siehst, wie sich langsam eine Kugel bildet. Füll diese Kugel mit Watte, bis du mit der Form zufrieden bist. Wenn du zufrieden bist, zieh vorsichtig am Faden, bis sich die Öffnung komplett schließt. Nähe nun mehrere Male immer wieder durch die Öffnung der Kugel, um sie komplett zu schließen. Wenn die Öffnung komplett geschlossen ist, vernähe den Faden, indem du ca. 3 Stiche an derselben Stelle machst. Nähe nun die Kugel an die Spitze des Hutes. Nähe sie auch hier mehrere Male fest, dass sie auch wirklich hält. Wenn die Kugel fest mit dem Hut vernäht ist, vernähe auch hier den Faden, indem du 3 Stiche an derselben Stelle machst. Schneid danach den Faden ab. Und schon bist du fertig und bist bereit, richtig viel Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Und so näht man ganz einfach diesen Weihnachtshut. Bitte gib diesem Video den Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat, schreib einen Kommentar und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meinen Channel abonnierst. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nähen und frohe Weihnachten!